Willkommen auf unserem Kanal. Wir sind heute in Florenz, der Hauptstadt der Toskana. Bedeutende Künstler wie Michelangelo, Leonardo da Vinci, Bruno Leschi, Palladio haben als Künstler und Architekten diese Stadt geprägt. Neben der Kunst interessiert uns auch die florentinische Küche. Begleite uns durch eine kleine kulinarische Reise durch diese Stadt. Ihre Blütezeit erlebte die Stadt während der Renaissance im 15. Jahrhundert. Der damals erbaute Florentiner Dom Santa Maria del Fiore mit seinem für die damalige Zeit sensationellen Kuppelbau prägt bis heute das Stadtbild. Ich stehe hier vor dem Mercato di Firenze. Die Markthalle wurde im Jahr 1874 erbaut. Und wie man sieht, die Architektur hat eine besondere Charme. Bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt ist der Mercato Central, der neben frischen Lebensmitteln auch eine Food Hall mit toskanischen Spezialitäten hat. Eine florentinische Spezialität ist der Lampredotto, ein vorgekochter Rinderlappmagen serviert in einem Brötchen. Panini in allen Variationen sind immer eine Versuchung wert. Di mela. Sì. Sì. Poi. Eccolo. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Eine kulinarische Attraktion in Florenz sind die zahlreichen Weinfenster in der Altstadt. Ein Überbleibsel aus dem Mittelalter, das seit Corona wieder an Beliebtheit gewinnt. Ich werde dir auf Spanisch bestellen, ne? Okay. Ah, buenas. Una copa de vino rojo. Sí, por favor. Sí. Gracias. A ti. Gracias. A ti. Gracias. Qué linda.
Bistec alla Florentina ist die kulinarische Spezialität von Florenz. Ein üppiges T-Bone Stick vom Grill. Sehr lecker. Alle Infos und Tipps zu unserer Reise findest du unten in der Videobeschreibung.